Rentner und der Minijob. Darum geht es in dem heutigen Video. Ich zeige euch anhand von praktischen Beispielen, wie ihr einen Minijob finden könnt und worauf ihr achten müsst. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Thema Minijob für Rentner komme, noch ein Hinweis: Sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste speziell für Rentner, natürlich auch gratis und auch für die Vorbereitung der Steuererklärung. Immer mehr Rentner bessern ihre Rente mit einem Minijob auf. Manche Rentner wollen sich einfach noch nützlich machen, Kontakt zu Menschen haben, und andere müssen aus finanziellen Gründen einen Minijob suchen. In der aktuellen Situation mit ständig steigenden Preisen ist es für viele Rentner noch wichtiger. Was ist ein Minijob? Ein Minijob liegt vor, wenn der monatliche Verdienst aus dieser Beschäftigung regelmäßig nicht über der Geringfügigkeitsgrenze liegt. Bis zum 30. September diesen Jahres beträgt diese 450 € monatlich und ab 1. Oktober 2022 sind es 520 €. Die tägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden pro Tag nicht überschreiten. Für die Anerkennung eines 450-€-Jobs kommt es allein auf die Höhe des regelmäßigen Arbeitslohns an. Die wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl der monatlichen Arbeitseinsätze sind dabei unerheblich. Der Arbeitgeber zahlt an die Minijobzentrale grundsätzlich 30% Pauschalabgaben des Arbeitslohns, und zwar 15% an die Rentenversicherung, 12% an die Krankenversicherung und 2% Pauschalsteuer. Wird diese nicht abgeführt, wird der Arbeitslohn über die elektronische Lohnsteuerkarte versteuert. Ob die Pauschalversteuerung angewendet wird, das entscheidet allein der Arbeitgeber. Er kann zwischen Pauschalversteuerung und individueller Besteuerung wählen. Wenn der Arbeitgeber euch also nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen, speziell nach der Lohnsteuerklasse, fragt, sollte allen klar sein, dass der Minijob dann nicht mehr steuerfrei ist. Ihr könnt den Arbeitgeber aber darum bitten, die Pauschalbesteuerung anzuwenden. Minijobber haben Anspruch auf bezahlten Urlaub und auf Lohnfortzahlung bei Krankheit, also diese 6 Wochen. Als Rentner kann man mehrere Minijobs nebeneinander ausführen, wenn die Einkünfte aus allen Minijobs zusammen die 450 € jetzt im September und ab 1. Oktober 2022 die 520 € nicht überschreiten. Beim Überschreiten der Verdienstgrenze von 450 € bzw. 520 € sind alle Jobs versicherungspflichtig und damit keine Minijobs mehr. Hier lauert wirklich eine böse Falle, wenn man nicht aufpasst. Ja, überall herrscht Personalmangel und von daher wird man schnell mal gebeten, Überstunden zu machen. Die Firmen bezahlen dann lieber die Überstunden, weil ja eh schon zu wenig Personal da ist, und schon schnappt die Steuerfalle zu. Das ist einem Bekannten zum Beispiel von mir passiert, und er musste alles in der Steuererklärung angeben. Bis zu 450 € interessiert sich das Finanzamt überhaupt nicht für das Einkommen aus dem Minijob. Liegt man darüber, ist es ja kein Minijob mehr und muss dem Finanzamt gegenüber die Einnahmen erklären. Wer mit seiner Rente unter dem Grundfreibetrag liegt und einen Minijob hat, ist nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Hier muss man verdammt gut aufpassen. Ja, und was gibt es alles so an Minijobs? Also zum Beispiel Tiersitter, Nachhilfelehrer, telefonische Umfragen, Betreuung von Unterkünften und vieles mehr. Auf der Webseite, die ihr hier unten seht, habe ich mich mal umgeschaut. Hier wird zum Beispiel eine Aushilfe für Warenverräumung gesucht. Das sieht man relativ oft, egal ob bei Kaufland oder Aldi. Eine weitere Möglichkeit eines Minijobs ist als Schließer in einem Kaufhaus, der hier angeboten wird. Dann haben wir einen Rentner, der mit Ordnungssinn gesucht wird, ganz konkret auf 450 € Basis.
Hier wird ein Nebenjob für Rentner und Studenten angeboten. Das ist ein Sozialforschungsinstitut und sucht eben speziell Rentner und Studenten. Hier wird ein Hausmeister auf Minibasis in Potsdam gesucht. Ja, ist auch interessant. Wer sich als Mitarbeiter für die Geldbearbeitung bewirbt, muss allerdings Grundkenntnisse in den Microsoft Office Anwendungen wie Word, Excel und Outlook haben für 14,48 € die Stunde. McDonald's sucht Minijobber für die Bedienung und für das Ausliefern. Dann haben wir, wer mal in einem Labor tätig war und sich mit Erdproben auskennt, kann sich in dieser Potsdamer Firma auf Minijob-Basis bewerben. Und auch hier ist ein ganz spezielles Angebot für Rentner als Fahrer. So, dann habe ich mich mal auf einer weiteren Webseite umgesehen. Und zwar seht ihr hier unten wieder den Link. Und da findet man ebenfalls Angebote auf Minijob-Basis, wieder speziell für Rentner und Studenten. Hier zum Beispiel wird ein Angebot gemacht, um einen Erste-Hilfe-Ausbilder auszubilden, der dann als Erste-Hilfe-Ausbilder arbeiten kann. Hier ist ein Tagessatz angegeben. Und ja, also ich denke mal, dass das für den einen oder anderen eine Anregung mit dabei war. Das waren jetzt einige Beispiele. Und ihr könnt ja einfach auf Google als Suchbegriff Minijob für Rentner eingeben. Und zum Schluss habe ich noch einen wichtigen Hinweis für Rentner, die eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen. Also die Rente wegen voller Erwerbsminderung beinhaltet ja, dass man eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 € auf das Kalenderjahr bezogen hat. Und hier ist ganz wichtig, dass man nicht den steuerfreien Minijob mit der Hinzuverdienstgrenze verwechselt. Hinzuverdienstgrenze von 6.300 € im Jahr, also jetzt noch für 2022 gültig, bedeutet, dass der Hinzuverdienst nicht zur Kürzung der Rente führt, bis 6.300 €. Beträgt der Hinzuverdienst jetzt im Jahr 2022 mehr als 5.610 € und ab 2023 mehr als 6.240 €, wird er steuerpflichtig. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man das nicht verwechselt und dann eben nicht in diese Steuerfalle tappt. Bei Fragen und Anregungen schreibt wie immer bitte unten alles in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin.